Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Furcht vor der Freiheit von Rainer Funk ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der psychologischen Dimension von Freiheit und deren oftmals unterschätzten Schattenseiten. Funk, ein renommierter Psychoanalytiker und enger Mitarbeiter von Erich Fromm, greift das zentrale Thema auf, wie Individuen in der modernen Gesellschaft mit der Ambivalenz von Freiheit und Bindung umgehen. Das Werk geht weit über eine bloße philosophische Betrachtung hinaus, indem es ausführlich analysiert, weshalb Menschen nicht nur nach Freiheit streben, sondern sich vor ihr gleichzeitig fürchten. Die Kernthese des Buches ist, dass viele das Bedürfnis haben, sich von äußeren Zwängen zu befreien, jedoch oft mit der Verantwortung, die Freiheit mit sich bringt, überfordert sind. Funk beschreibt detailliert die Mechanismen, die Menschen verwenden, um sich aus dieser Überforderung zu befreien, angefangen bei Konformismus bis hin zu Flucht in Autoritarismus. Das Buch liefert eine umfassende psychologische und gesellschaftliche Analyse, die gerade in der heutigen Zeit, in der individuelle Freiheit omnipräsent erscheint und doch von Unsicherheit begleitet wird, an Bedeutung gewinnt. Leserinnen und Leser werden herausgefordert, sich selbst kritisch zu durchleuchten und ihren eigenen Umgang mit Freiheit zu reflektieren. Furcht vor der Freiheit ist damit zugleich eine Einladung, sich bewusster und verantwortungsvoller dem Thema persönliche und gesellschaftliche Freiheit zu nähern. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die psychologischen Wurzeln der Furcht vor der Freiheit. Funk geht der Frage nach, warum Menschen sich überhaupt vor der Freiheit fürchten. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass Freiheit nicht nur mit Autonomie, sondern immer auch mit einer steigenden Verantwortung und Unsicherheit einhergeht. Traditionell waren Menschen in Gemeinschaften eingebettet, deren klare Strukturen Sicherheit und Ordnung boten. In modernen Gesellschaften hingegen wird das Individuum zunehmend herausgelöst, was zwar Unabhängigkeit, aber auch Einsamkeit und Orientierungslosigkeit nach sich zieht. Viele fühlen sich von der Vielzahl an Entscheidungen und der Verantwortung, die sie tragen müssen, überfordert. Aus psychologischer Sicht resultiert daraus eine tiefe Angst vor Fehlern, sozialem Ausschluss und persönlichem Scheitern. Die Freiheit wird nicht mehr als Geschenk, sondern als Last empfunden. Funk veranschaulicht, wie diese Furcht bereits in der Kindheit entsteht, wenn Kinder erleben, für ihre Wünsche und Entscheidungen die Konsequenzen tragen zu müssen. Dieses früh verankerte Gefühl der Überforderung begleitet viele Menschen ins Erwachsenenalter, meist ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Daher ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Angst vor Freiheit eine grundlegende Voraussetzung, um tatsächlich frei handeln zu können. Zweitens: Mechanismen der Flucht aus der Freiheit. Ein zentrales Thema des Buches sind die Strategien, mit denen Menschen der Last der Freiheit zu entkommen versuchen. Rainer Funk analysiert insbesondere 3 Hauptmechanismen, die schon Erich Fromm in seinem Werk beschrieben hat: Autoritarismus, Destruktivität und Konformismus. Im Autoritarismus sucht das Individuum Schutz bei einer starken Autorität, gibt Verantwortung ab und ordnet sich unter. Dies kann in politischen oder religiösen Systemen eintreten, aber ebenso im privaten Bereich, beispielsweise durch dominante Partnerschaften. Destruktivität hingegen ist eine Form, den als bedrohlich empfundenen Freiraum durch Zerstörung oder Sabotage zu neutralisieren. Schließlich zeigt sich Konformismus darin, dass sich Menschen anpassen, Normen übernehmen und von äußeren Meinungen abhängig machen, um sich vor der Überforderung durch Entscheidungen zu schützen. Diese Strategien sind selten bewusste Akte, sondern entwickeln sich meist unbewusst als Bewältigungsmechanismen. Funk zeigt auf, dass gerade in modernen Gesellschaften, in denen der Einzelne scheinbar unbegrenzte Wahlmöglichkeiten hat, die Fluchtmechanismen besonders ausgeprägt sind. Wer diese Muster erkennt, kann gezielt an deren Überwindung arbeiten. Drittens: Die gesellschaftliche Dimension der Freiheitsangst. Nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Gesellschaft ist von der Furcht vor der Freiheit betroffen. Rainer Funk analysiert, wie gesellschaftliche Strukturen und Kulturen diese Angst begünstigen oder auch verstärken. In westlichen Gesellschaften etwa wird die individuelle Freiheit großgeschrieben,
Doch gleichzeitig nehmen soziale Isolation, Burnout und psychische Erkrankungen zu. Die Überforderung durch ständig neue Wahlmöglichkeiten und das Streben nach Selbstverwirklichung führen viele Menschen in eine permanente Unsicherheit. Funk beleuchtet auch die politischen Folgen. Gesellschaften, in denen große Teile der Bevölkerung Angst vor der eigenen Verantwortung haben, sind anfälliger für autoritäre Strömungen oder populistische Bewegungen. Die Sehnsucht nach klaren Regeln, starken Führungsfiguren oder Gemeinschaft kann als kollektiver Ausdruck dieser Angst gesehen werden. Funk betont, dass nur durch Bildung, Reflexion und die Förderung von sozialer Kompetenz Freiheit auch tatsächlich als Wert erfahren werden kann. Es braucht stabile soziale Netze und tragfähige Gemeinschaften, damit Individuen die Herausforderungen der Freiheit meistern. 4. Wege zur Überwindung der Freiheitsangst. Im 4. Hauptthema widmet sich Rainer Funk den Möglichkeiten, wie Individuen und Gesellschaften die Angst vor der Freiheit überwinden können. Zentral ist dabei die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Ängsten. Selbsterkenntnis und psychische Reifung sind laut Funk unerlässlich, um die tief verankerte Furcht zu bearbeiten. Offenheit für neue Erfahrungen, das Erlernen konstruktiver Konflikt- und Entscheidungsstrategien sowie die Förderung von Empathie und sozialer Verantwortung sind wichtige Schritte. Funk empfiehlt, sich aktiv in soziale Gemeinschaften einzubringen, in denen gegenseitige Unterstützung geboten wird, ohne dabei die individuelle Autonomie zu unterdrücken. Auch kritische Reflexion von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen kann dabei helfen, sich von übermäßigen Ängsten zu befreien. Nicht zuletzt betont Funk die Bedeutung von Bildung und kontinuierlicher Persönlichkeitsentwicklung. Nur wer sich selbst kennt und annimmt, kann auch mit der Freiheit gesund umgehen. Schließlich die Bedeutung von Freiheit für persönliches Wachstum und Gemeinschaft. Zuletzt beleuchtet Funk die positiven Potenziale, die Freiheit für die individuelle Entwicklung und das soziale Miteinander bietet. Freiheit ist nicht nur Herausforderung, sondern auch Chance. Sie eröffnet Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, Kreativität und persönlichen Entfaltung. Menschen, die es schaffen, ihre Angst vor der Freiheit zu überwinden, erleben mehr Lebenszufriedenheit, inneren Frieden und Authentizität. Gleichzeitig profitieren auch Gemeinschaften davon, wenn ihre Mitglieder eigenverantwortlich und selbstbestimmt handeln. Innovative, demokratische und solidarische Gesellschaften leben von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger. Funk argumentiert, dass eine bewusste, reife Nutzung der eigenen Freiheit die Grundlage für stabile Beziehungen und nachhaltigen gesellschaftlichen Fortschritt bildet. Im Zentrum steht dabei die Balance zwischen individueller Autonomie und sozialer Eingebundenheit. Ein ständiger Lernprozess, der sowohl für das Individuum als auch für die gesamte Gesellschaft lohnenswert ist. Zusammenfassend: Die Furcht vor der Freiheit ist ein Buch für alle, die sich nicht nur oberflächlich mit dem Thema Freiheit beschäftigen wollen, sondern bereit sind, sich auch den dunklen, oftmals verdrängten Seiten dieses Begriffs zu stellen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die sich mitten in Veränderungsprozessen befinden, Entscheidungsträger, Führungskräfte, Pädagoginnen und Psychologinnen, sowie für alle, die ihr eigenes Leben und ihr Verhältnis zu gesellschaftlichen Zwängen reflektieren möchten. Das Buch bietet nicht nur eine Diagnose der Angst, sondern auch praktische Ansätze zur Überwindung. Wer sich der Furcht vor der Freiheit bewusst stellt, erlangt mehr Selbstvertrauen und kann ein erfüllteres und verantwortungsbewussteres Leben führen. Die Beschäftigung mit diesem Werk hilft dabei, Manipulation und Bevormundung zu erkennen und echte Autonomie zu entwickeln. Von anderen Büchern hebt sich Die Furcht vor der Freiheit durch seine Kombination aus psychologischer Tiefenschärfe, gesellschaftlicher Analyse und handlungsorientierten Impulsen ab. Besonders wertvoll sind die klaren Beschreibungen der inneren Prozesse sowie konkrete Vorschläge zur Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Buch ist kein Ratgeber im klassischen Sinne, sondern ein Schlüsselwerk, um individuelle und gesellschaftliche Dynamiken zu verstehen. Es leistet einen nachhaltigen Beitrag dazu, Freiheit als Kraftquelle und nicht als Bedrohung zu begreifen. Ein Mehrwert, der weit über die Lektüre hinausgeht. Wenn Sie unterstützen möchten, Rainer Funk, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe.
Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.